Die könnten wir mit allen demokratischen Fraktionen im neuen Bundestag durchsetzen. Das ist scheinbar nicht gewollt, gerade von der Union, die einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit uns hat. Und natürlich sind die Länder verzweifelt. Die werden ja quasi erpresst. Also seit Jahr und Tag werden die Länder kaputt gespart, bekommen immer mehr Aufgaben. Und natürlich sagt dann auch die Linke in Regierungsverantwortung, wir brauchen dieses Geld dringend, weil wir sonst viele soziale Bereiche kürzen und streichen müssen. Und deswegen haben die zugestimmt. Also ich komme ja aus der Welt, wo man jeden Tag arbeitet, wo jeden Morgen Früh-Spät-Nachtschicht, wo Früh-Spät-Nachtschicht die Menschen alle rund um die Uhr arbeiten. Ja? Und letztlich, wenn Sie sagen, die Zahlen der Totalverweigerer, wenn Sie sich mit den Jobcentern mal... Hey Leute, willkommen in der Realität. Was für ein Auftritt von der linken Chefin bei Hart aber fair. Arrogant, überheblich und völlig realitätsfern. Während eine Unternehmerin die harten Fakten auf den Tisch legt, zeigt Frau Reichinek, wie weit sich linke Ideologie von der Lebensrealität der Menschen entfernt hat. Wie sie argumentiert, unterbricht und sich dabei selbst entlarvt, das müsst ihr euch ansehen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf geht's! Das war ja historisch, was da in der letzten Woche passiert ist im Bundestag. Die Linke ist mit neuer Stärke auch eingezogen jetzt. Wofür die Linke steht, darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen. Die Linke hatte im Parteivorstand, das fand ich interessant, Folgendes beschlossen. Nämlich die Linke lehnt das Finanzpaket von CDU, SPD und Grünen ab. Sie haben sogar davon gesprochen, das sei ein Blankoscheck für Aufrüstung. So. Dann haben Sie im Bundestag auch nicht zugestimmt. Dann kam die Abstimmung im Bundesrat. Und da ist die Linke an der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern und in Bremen. Und diese Bundesländer haben zugestimmt. Schließe ich dann daraus, wenn die Linke an der Regierung ist, wirft sie ihre Grundsätze über Bord? Nein, also erstmal ist es ein Blankoscheck für Rüstungsausgaben und für sonst nichts. Das ist unsere Kritik. Wir wollten eine Reform der Schuldenbremse. Die könnten wir mit allen demokratischen Fraktionen im neuen Bundestag durchsetzen. Das ist scheinbar nicht gewollt, gerade von der Union, die einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit uns hat. Und natürlich sind die Länder verzweifelt. Die werden ja quasi erpresst. Also seit Jahr und Tag werden die Länder kaputt gespart, bekommen immer mehr Aufgaben. Und natürlich sagt dann auch die Linke in Regierungsverantwortung, wir brauchen dieses Geld dringend, weil wir sonst viele soziale Bereiche kürzen und streichen müssen. Und deswegen haben die zugestimmt. Ich bin natürlich nicht begeistert, aber ich kann es verstehen. Und ich hätte mir gewünscht, wir hätten gemeinsam einen anderen Weg gehen können, um auch Spielräume für den sozialen Bereich zu bekommen, weil die gibt es explizit nicht. Das heißt, wenn man in der Opposition ist, wie Sie im Bund sind, fordert man was anderes, als wenn man dann in der Regierung ist. Naja, nochmal, die Länder sind in einer anderen Situation als der Bund, weil dieses Infrastrukturpaket, von dem wir ja gar nicht wissen, wo die Gelder hinfließen, das brauchen die Länder dringend. Die brauchen jeden Cent, die brauchen die Millionen, die da kommen, weil die sonst an vielen Stellen der öffentlichen Daseinsvorsorge sparen müssen. Deswegen haben die zugestimmt, auch wenn ich davon nicht begeistert bin. Das ist definitiv so und immer weiter darauf drängen werde, dass wir eine Reform der Schuldenbremse angehen. Vielleicht, Frau Grupp, können Sie mir die Frage beantworten? Sie sind Unternehmerin. Viele Ihrer Produkte, die Sie herstellen mit Ihrer Firma, findet man in ganz vielen Haushalten in Deutschland. 563 € pro Monat und Miete. Halten Sie das für angemessen? Ja, also letztlich das Problem ist ja, ob angemessen oder nicht, das entscheiden dann, denke ich, andere. Aber das Problem ist ja, dass das Abstandsgebot nicht gehalten ist. Also dass diejenigen, die erwerbsfähig sind und erwerbsfähig wären, nicht in Arbeit sind und gegenüber denen, die quasi täglich arbeiten, hier quasi nicht das notwendige Abstandsgebot gehalten wird. Ja, weil die Wahrheit ist halt auch, dass es bei den meisten beim Bürgergeld auch nicht bleibt. Die Erwerbsfähigen gehen dann oft auch in Schwarzarbeit. Die Betrugsquoten gehen nach oben. Wir haben hier die Zahlen, die das auch belegen. Und wenn man da auch diese Statistiken anschaut, ist natürlich der Groll da, der Erwerbsfähigen, die hier Leistung bringen. Und man muss auch sagen, das Geld, das da verteilt wird an Bürgergeld, das ist ja nicht Geld des Staates. Das ist Geld, das hart erarbeitet wurde von allen Arbeitenden in ganz Deutschland. Und hier muss man verantwortungsbewusst mit umgehen. Jetzt haben sowohl Herr Bovenschulte als auch Frau Reicheneck den Kopf geschüttelt. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Reicheneck. Warum?
Wo fange ich denn da an? Also zum einen, das ist zu niedrig. Ich mache das mal an einem Beispiel, und zwar an der Ernährung von Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass Kinder und Jugendliche gesund und adäquat essen sollen. Das ist mit diesem Satz im Bürgergeld nicht möglich. Da gibt es diverse Studien zu. Das zeigt mir, er ist eindeutig zu gering. Dazu gibt es auch diverse Studien. Und ich finde, diese ganze Debatte geht schon wieder ganz stark in eine Richtung. Es wird nämlich so getan, als ob massenhaft Menschen Bürgergeld beziehen, obwohl sie arbeiten könnten. Wenn wir uns die Zahlen angucken, ist es aber nur ein Bruchteil von den Leuten, die Bürgergeld bekommen. Teil, hast du schon zu Recht gesagt, sind entweder sowieso minderjährig, müssen sich um Pflege- und Sorgearbeit kümmern, haben Einschränkungen, gehen schon arbeiten, können aber nicht mehr arbeiten gehen, sind in Maßnahmen, sind in der Schule etc. Also wenn ich mir das anschaue, sind es nicht so viele Menschen, wie man gerne tut, und vor allen Dingen gibt es nicht so viele Totalverweigerer, weil ich weiß, es kommt gleich noch, wie immer behauptet wird. Im Gegensatz dazu, es sind 1,7 Millionen Menschen, die sind erwerbsfähig, die könnten arbeiten, sie tun es aber nicht. Die Frage ist, das ist die Zahl der Bundesagentur für Arbeit, die habe ich extra noch mal wieder für diese Sendung sozusagen. Genau, ich muss die auch nicht nachschlagen, lassen. ich kenne die, aber die Frage ist ja, warum arbeiten sie nicht? Sind sie adäquat ausgebildet für diese Arbeit? Das ist nämlich oft das Problem. Menschen, die im Bürgergeld landen, haben oft nicht die Ausbildung, die nötig ist, um diese Jobs zu machen, die es überhaupt gibt. Abgesehen davon, dass wir nicht so viele freie Stellen haben. Also müssen wir da doch ansetzen. Aber werden Sie gleich vielleicht vom Bäcker, von Herrn Exner hören, dass der auch Leute einstellen würde, die brauchen gar keine Ausbildung. Also es gibt genug Jobs, wo Leute im Endeffekt aber genau für den Jobs gibt es brauchen. Und es gibt immer wieder genug Beispiele, die eindeutig zeigen. Ich will, weil Sie damit angefangen haben, kurz mal bei den Zahlen bleiben. Ja, bitte. Habe natürlich Ihr Wahlprogramm auch aufmerksam gelesen. Da haben Sie gefordert, den Regelsatz zu erhöhen, weil wir gerade noch bei dem Regelsatz sind. Sie haben gesagt, inklusive Miete und Wohnkosten sollen es rund 1.400 € monatlich geben. Wie kommen Sie auf die Zahl? Also wenn man die ganzen Bedarfe anschaut, die notwendig sind, vernünftige Ernährung, Kleidung, Hygiene, Gesundheit und eben die Mietkosten, die ja immer weiter steigen, dann kommt man auf diesen Satz. Man könnte den Satz reduzieren, indem man zum Beispiel für bezahlbares Wohnen sorgt. Dazu ist aber zum Beispiel die Union nicht bereit. Wir könnten einen Mietendeckel einführen und sozialen Wohnungsbau fördern, dann könnten wir die Sätze reduzieren. Wir wollen aber genauso, weil das Thema Lohnabstand kam. Der Lohnabstand ist gestiegen seit 2005. Das ist einfach so. Auch wenn man gerne gefühlte Fakten verwendet, ist es de facto so, dass der Lohnabstand gestiegen ist. Also das heißt, wenn wir bei 15 € Mindestlohn ansetzen, vernünftige Tariflöhne zahlen, dann muss sich niemand beschweren. Also lasst uns doch mal darüber reden, wie wir niedrige und mittlere Einkommen entlasten. Also ich komme ja aus der Welt, wo man jeden Tag arbeitet, wo jeden Morgen Früh-Spät-Nachtschicht die Menschen alle rund um die Uhr arbeiten. Ja? Und letztlich, wenn Sie sagen, die Zahlen der Totalverweigerer, wenn Sie sich mit den Jobcentern mal auseinandersetzen, ja, oder auch wir sind täglich in Kontakt mit den Jobcentern, dann erzählen die Ihnen auch, wie die Realität aussieht. Weil wenn Sie dann eine Statistik nehmen von Totalverweigerern, die überhaupt gar nicht repräsentativ ist, sondern die Realität ist, dass die Menschen, die erwerbsfähig sind und nicht die Bedürftigen, weil die brauchen Unterstützung, das ist keine Frage, aber die Erwerbsfähigen, die kommen, lassen sich die Unterschrift geben und bekommen Bürgergeld und gehen zum Schwarzarbeiten. Aber das ist ein Zerrbild. Das ist kein Zerrbild, denn ich erlebe das jeden Tag. Ich habe ja die Zahl da. Das ist die Realität. Ich habe ja die Zahl da. Die kommt auch von der Einkommens und in bestimmten Branchen, von der Bundesagentur für Arbeit, nur damit wir bei den Zahlen klar sind. Und zwar gab es letztes Jahr bis Ende November knapp 18.000 Fälle, wo Menschen Leistungen gekürzt bekommen haben, weil sie eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Maßnahme abgelehnt haben. Das sind die Zahlen, die uns die Bundesagentur für Arbeit gibt. Ich möchte also erstmal erwähnen, ich komme aus dem echten Leben. Ich habe jahrelang in Jugendhilfe gearbeitet und muss mir jetzt nicht erzählen lassen, dass ich nicht weiß, wovon ich rede. Ich habe vor allen Dingen auch Menschen betreut. Dieses Meinungsbild kann nur zustande kommen, wenn man nicht in der Praxis ist. Ne? Also ich verstehe das. Ach so, ja, okay. Dann müssen Sie mir erklären, warum soziale Arbeit keine echte Arbeit ist. Das können Sie später machen. Aber ich habe auch Menschen betreut, die beim Jobcenter waren. Ich habe erlebt, wie die teilweise sanktioniert worden sind, weil sie beispielsweise Angst hatten, dahin zu gehen, weil sie Räume nicht gefunden haben, weil sie einfach Probleme hatten. So aus der Perspektive rede ich. Und ich würde gerne mal darüber sprechen. Wir haben diese 18.000 Fälle. Wir haben auf der anderen Seite 100 Milliarden jedes Jahr, die uns durch Steuerflucht und Steuerschlupflöcher entgehen und 60 Millionen durch Bürgergeldbetrug. Ich wüsste ja, mit welcher Zahl ich mich intensiv beschäftigen würde, wenn ich eine Koalitionsverhandlung führen würde. Aber wir können natürlich auch weiterhin nach unten treten, damit wir eben nicht nach oben gucken. Zu denen, die Milliarden auf dem Konto haben, die reich erben, die leistungslos Milliarden vererbt bekommen haben. Das wäre der Punkt, wo ich mal ansetzen würde. Das wäre auch gerecht. Also könnten wir auch geringe und mittlere Einkommen entlasten und müssen nicht die ganze Zeit nach unten treten. Sie sind gleich dran. Ich möchte einmal Frau Mayer, weil sie schon lange gewartet hat, auch fragen, geht diese Leistungskürzung, über die wir gerade gesprochen haben, geht das überhaupt? Naja, wie gesagt, diese Leistungskürzung wirklich auf gar nichts, was übrigens auch nie eine Leistungskürzung auf gar nichts ist, sondern man kann dann noch zum Jobcenter gehen und sich Lebensmittelgutscheine kaufen, also holen, nicht kaufen. Das immerhin wird einem zugestanden. Die geht wirklich nur, wenn man ein
sehr gut bezahlten Job ablehnt. Und das muss das Jobcenter ja auch erstmal mitbekommen. Weil worüber wir letztendlich reden, ist ja ein Bürokratiemonster. Ja? Also es muss dann nachgehalten werden, wer wie oft einen Job abgelehnt hat, der ihm wo angeboten wurde. Carsten Linnemann hat sogar von der Union vorgeschlagen im Wahlkampf, dass die Arbeitslosen sich selbst online Stellen suchen sollen und das dann irgendwie nachweisen sollen. Also letztendlich, was man macht mit diesen ganzen neuen Regelungen beim Bürgergeld, ist immer mehr Formulare erschaffen, wo immer mehr Leute nicht durchsteigen, was sie damit machen sollen. Und die Leute sprechen ja auch teilweise kein Deutsch, die im Bürgergeld Frau sind. Mayer, Sie beschäftigen sich ja intensiv mit dem Thema, haben auch schon Bücher dazu geschrieben. Vielleicht ganz generell einmal die Frage, bringt mehr Druck, das ist ja das Ziel bei Leistungskürzungen zum Beispiel, bringt das eigentlich was und bringt das Menschen eher in Arbeit? Es gibt eine Studie dazu, die sagt, dass der Druck durch Sanktionen etwas bringt, wenn man die Leute in ungelernte Hilfsarbeiterjobs vermitteln will. Das geht dann etwas schneller. Aber die verlieren sie auch wieder schneller. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt unsere Priorität. Wir brauchen in unserer Wirtschaft ganz viele ungelernte Hilfsarbeiter für ein paar Monate, die dann auch gerne wieder aus dem Job rausgehen können. Und dann kann man das mit Sanktionen machen. Und was die Ampel ja vorhatte und auch teilweise umgesetzt hat, ist der Vorrang einer Ausbildung, also dass man die Leute erst in eine Ausbildung bringt und dann anschließend finden sie einen Job. Und diese Arbeitsverhältnisse sind nachhaltiger. Und die Leute verdienen mehr Geld, zahlen mehr Steuern. Also wenn man jetzt einfach nur quasi auf die Zahlen guckt, dann ergibt es keinen Sinn, Sanktionen zu machen. Sanktionen sind für die Leute, die arbeiten und die Bürgergeldempfänger angucken und die ein Ungerechtigkeitsgefühl haben. Das kann ich auch verstehen. Ja? Also wer sich in München seine Miete in der Innenstadt nicht mehr leisten kann und weiß, für einen Bürgergeldempfänger wird aber eine Miete nur für eine kleine Wohnung, aber sie wird übernommen, der denkt natürlich, das ist doch ungerecht. Ja? Und ich kann das verstehen. Ich glaube nur, dass wir die Schuld dafür nicht beim Bürgergeld oder bei der Bürgergeldgesetzgebung suchen müssen, sondern im Mietmarkt oder im Arbeitsmarkt. Wenn man sich das Sondierungspapier anguckt, das ist jetzt als Zitat nicht an die Wand geworfen, dann gibt es viel mehr Sätze, in denen steht, wir wollen die Arbeitsmarktfördermittel erhöhen, weil wir die Leute in Arbeit bringen wollen, weil schwarze Pädagogik alleine Druck ausüben natürlich nicht funktioniert. Wir wollen die Weiterbildung und Qualifizierung verstärken. An einem Punkt allerdings muss man sagen, stimmt es schon. Wer arbeiten kann und wer eine existenzsichernde Arbeit immer wieder ablehnt, da gibt es kein Recht darauf, das zu machen und dann zu sagen, ich möchte unterstützt werden. Da muss man dann schon auch mal konsequent sein. Nur, das bringt natürlich in der Masse überhaupt nichts, um Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger in die Arbeit zu bringen, weil diejenigen, die arbeiten wollen, es aber wegen Vermittlungshemmnissen, fehlender Qualifikation, fehlender Jobs nicht können, sind viel, viel mehr als die paar, die Totalverweigerer sind. Und deshalb ist das Entscheidende, positiv daran zu arbeiten, dass Menschen in Arbeit kommen und nicht den Fokus nur und ausschließlich auf die Frage Totalverweigerer. Aber das seht ihr doch auch gar nicht anders, oder? Es geht doch nicht um die Frage des Geldes. Es geht um die Frage, ob die Leute das Gefühl haben, es geht in diesem Land fair und gerecht zu. Das ist doch der Kernpunkt. Und das haben sie momentan nicht mehr. Klar, und ich will einen Satz noch mal dazu sagen, das, was eben gerade gesagt worden ist zum Thema Steuerhinterziehung. Ganz ehrlich, jede Straftat in Deutschland, jede Ordnungswidrigkeit gehört verfolgt. Ob das jemand ist, der Steuern hinterzieht oder ob das jemand tut, der Schwarzarbeit macht. Und ich finde es ehrlicherweise ein Treppenwitz, dass sich jetzt die Linke, die einen Herrn Kotschak, einen Antisemiten in ihrer Fraktion aufnimmt, die meint, dass man Hausbesetzung einfach so legalisieren sollte und die allen Ernstes darüber philosophiert, ob man Reiche erschießen soll auf irgendwelchen Podien. Da muss ich wirklich sagen, das ist ein Witz. Ganz ehrlich, man sollte nicht die Frösche fragen, wenn man den Sumpf trockenlegen will von Rechtsstaat, versteht ihr garantiert gar nichts. Du hast also nichts dagegen, dass es 100 Milliarden Steuerhinterziehung in diesem Land gibt. Das ist mir total egal. Das sind die Leute, für die du Politik machst. Das ist mir bewusst. Das ist jetzt ein Nebenstrang. Den Sie aufgemacht haben, Herr Kuban. Deswegen wollen Sie darauf eingehen, Frau Reichnig? Kleine Kommunikation ist auf jeden Fall ein Witz, das stimmt. Wollen Sie darauf eingehen, Frau Reichnig? Oder? Ja, was soll ich darauf eingehen? Er hat sonst nichts zu bieten, also kommt er mit der Bildzeitung, das kenne ich schon. Was für eine Dreistigkeit. Frau Reichinek von den Linken setzt sich in die Sendung und versucht ernsthaft, ihre fragwürdige Entscheidung schön zu reden. Am Anfang der Show bekommt man schon einen dicken Hals, wenn man hört, wie die Linke sich aus der Verantwortung stiehlt. Alles, was sie tun mussten, war einen Antrag zu stellen, um den neuen Bundestag einzuberufen. Das haben sie aber nicht gemacht. Warum? Weil sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen.
Ein völlig absurdes Argument. Niemand verlangte eine Zusammenarbeit. Es ging einzig und allein darum, den Antrag zu stellen. Und jetzt kommt der nächste Hammer. Statt sich für dieses Versagen zu rechtfertigen, kommt sie mit der Ausrede, dass ihre Landesverbände in den Landesregierungen den Schuldendeal zugestimmt hätten, weil sie das Geld brauchen. Wie schäbig ist das bitte? Das bedeutet doch nichts anderes, als dass ihre Partei bereit ist, sich von der Bundesregierung kaufen zu lassen. Ideologische Verblendung und Arroganz haben dazu geführt, dass das Schuldenpaket durchging. Ein Verrat an allen, die auf eine echte Opposition gehofft haben. Dann ihr ekelhaftes Benehmen beim Thema Bürgergeld. Ein respektloser Auftritt gegenüber anderen Gästen. Eine arrogante Haltung, die nur zeigt, wie wenig sie für echte Debatten übrig hat. Solche Leute sollten nirgends mehr eingeladen werden. Einfach nur peinlich. Zum Abschluss bleibt nur zu sagen, wer so dreist lügt, wer sich so feige aus der Verantwortung stiehlt und dann auch noch arrogant auftritt, der sollte sich schämen. Aber Scham ist bei dieser Partei wohl längst abgeschafft worden. So Leute, das war's für heute. Haut eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und bleibt kritisch.